Das Schöne an unserer Religion ist, dass wir keine Dogmen haben. Ich muss zugeben, ich habe das Evangelium bis heute noch nicht geschlossen, bis zum Schluss durchgelesen. Und habe dann nochmal ein bisschen hier rumgeblättert, um was zu finden, was über Frauen was aussagen könnte. Habe auch mehrmals was gefunden, was mich erst recht bedenklich gestimmt hat und wo ich schon dachte, ich muss hier noch ein bisschen mal was ändern. Nämlich laufend wurde darauf hingewiesen, dass die Piraten ja handfeste Kerle waren, die gerne auch mal auf Fahrt gegangen sind. Übrigens, die Piraten, früher waren nicht etwa kriegerische Helden, die Leute den Beugen aufgeschlitzt haben, sondern das waren liebe, nette Leute, die höchstens mal Reiche beklaut haben und ansonsten Kindern zu Weihnachten Geschenke gebracht haben. Dass das heute Piraten so dargestellt werden, ist alles nur eine Verleugnung. Deswegen sind Piraten also natürlich ganz, ganz gute. Und ich war dann etwas schockiert, als ich dann gelesen habe, Piraten sind handfeste Kerle und das Wichtige, was die auf ihrem Schiff brauchen, ist Rock und Weiber. Da dachte ich, Donnerwetter, das ist ja nicht gerade das Bild, das du gedacht hast. Eine Weile später habe ich dann Gott sei Dank völlig andere Aussagen gefunden, auch umgedreht, dass die Weiber sozusagen ihre Kerle nehmen sollen, genau mit auf den Schiffen. Aber dann kam die erste Aussage, die mir aufgefallen ist, nämlich eine Aussage zu unserer Stripperfabrik. Also der Biervulkan der Stripperfabrik, da gab es heiße theologische Diskussionen. Beim Biervulkan haben wir festgestellt, da gibt es nicht nur Bier, sondern da gibt es eine Flüssigkeit, die sich genau in das verwandelt, was derjenige, der zu trinken gerade haben möchte. Also gibt es im Prinzip alles. Ähnlich läuft es natürlich an der Stripperfabrik. Dort gibt es für schwule Lesben, für Heteros, für Männer, Frauen genau das, was er braucht. Und dort beantwortet Bobby, unser Prophet selbst, Fragen. Und hier die Frage, gibt es im FSM-Himmel männliche Stripper für Frauen? Und er sagt wahrscheinlich, aber die sind für nicht schwule Männer unsichtbar. Also ist das, finde ich, doch schon mal der erste Beweis dafür, dass wir so frauenfeindlich nicht sein können, wenn es sogar in unserer Stripperfabrik extra für Frauen nicht den ansprechenden Partner gibt. Tja, der nächste und leider auch schon letzte, also die letzten zwei, aber wirklich aussagekräftigen Beweise stecken in unseren 8 am liebsten wäre mir's. Und zwar lautet das dritte, am liebsten wäre mir. Am liebsten wäre mir, wenn ihr die Leute nicht danach beurteilen würdet, wie sie aussehen oder wie sie sich anziehen oder wie sie reden. Seid einfach nett zueinander, okay? Ach, und kriegt es endlich in eure Dickschädel. Frau gleich Mensch, Mann gleich Mensch. Gehüpft wie gehoppelt. Das eine ist nicht besser als das andere. Es sei denn, es geht um Mode. Denn die habe ich exklusiv den Frauen sowie ein paar Männern überlassen, die den Unterschied zwischen Reigen, Blau und Violett kennen. Schöne Aussage, oder? Es gibt aber noch das fünfte, am liebsten wäre mir, und das ist ein relativ kurzes. Am liebsten wäre mir, wenn ihr euch die verklemmten, frauenfeindlichen Vorstellungen anderer nicht auf nüchternen Magen anhören würdet. Esst etwas, dann macht euch über die Idioten hier. So, das ist also das, was ich zum Frauenbild, zum theoretischen Frauenbild sagen kann. Zum praktischen Frauenbild, finde ich, habe ich vorhin eigentlich schon ziemlich viel gesagt, indem ich gesagt habe, mir war gar nicht bewusst, dass wir überhaupt eins haben. Also sprich, bei uns ist es tatsächlich so, es gibt eigentlich keine Unterschiede. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals darüber diskutiert hätten. Also sagen wir mal ganz am Anfang, als das Evangelium noch nicht auf Deutsch war, gab es Diskussionen, wie man das englische Him oder sowas zu übersetzen hätte, ob nun das ein Er, ein Sie oder ein sonst was ist. Das hat sich Gott sei Dank auch mit der Hilfe der deutschen Grammatik relativ schnell gelöst und jetzt ist es ein S. Und auch das ist natürlich auch wieder ein sehr positives Zeichen. Nun bleibt mir als letztes noch
ein paar Bilder zu zeigen. Ich denke zwar, dass Sie mich nicht unbedingt für einen Lügner halten, aber ich möchte es trotzdem mit 3 Bildern unterlegen, dass bei uns durchaus auch Frauen die Messe halten. Das in dem roten Mantel ist der jeweilige Nudler. Das in dem Kasten sind die Reliquien, die am Anfang jeder Messe einzeln gepriesen werden, warum sie ein Wunder darstellen. Die Aktion, die wir hier übrigens gerade sehen, ist eine Aktion anlässlich des mobilen Beichtstuhls, den der Ex-Bischof Miksa damals zum Diözesalen Weltjugendtag nach Berlin geschickt hat. Und wir haben uns daneben aufgebaut und hatten statt einem Beichtstuhl einen Slide-Stuhl, den sieht man dort kurz mit seinen Luftballons. Und dabei haben wir natürlich auch eine öffentliche Messe gehalten. Der Nudler, der geht Reihe rum. Am Anfang war es so, dass wir die ganzen Messen für das Jahr schon festgelegt hatten und dabei auch schon festgelegt hatten, wer der jeweilige Nudler ist. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Jetzt machen wir es so, dass wir die Termine nur kurzfristig über Doodle abstimmen und dann vor Ort entscheiden, wer im Vater dran ist, wer es machen möchte. Es gibt natürlich welche, die machen es nicht gerne, die müssen dann auch nicht, da ist ein Anteil öfter dran, aber eine Regel gibt es nicht. Das ist unsere Schwester Spaghettine. Wir haben uns sehr gefreut, als sie die Nudelmesse gemacht hat. Das ist nämlich auch einer von den etwas Kleingewachsenen. Und weil wir unsere Nudelgemeinde einfach viel zu groß war, musste sie sich dort auf den Stuhl stellen, damit es nicht ständig drüber fällt. Was es für uns natürlich leicht machte, bei unserem heiligen Abendmahl die Nudel einzuschlürfen. Also bei uns ist beim Abendmahl gibt es Nudel von seinen üblichen Anhängseln und anschließend Bier von seinem Biervulkan. Und noch ein letztes Bild. Das ist nun eine normale Standard-Nudelmesse bei unserem Stammitaliener, dem Mona Lisa auf der Frankfurter. Und ja, also das ist sozusagen die praktische Auswirkung. Das Einzige, was ich dazu eventuell sagen kann, außerdem, dass es bei uns eigentlich im Frauenbild gar nicht gibt, sondern ja, bei den völlig konfliktlos miteinander sehen. Bevor wir jetzt dann in die Diskussionsrunde gehen, nochmal um ein bisschen Anschluss zu geben. Ein letztes Video. Sie werden dabei unter Umständen sogar Ihre eigene Sektion hier wieder erkennen, durch Zufall. Es war ein Kamerateam da, was einen Bericht über uns machen wollte, für das hessische Fernsehen. In der Reihe, was die Religionen zu bieten haben, Höllenfahrt oder Himmelstrip, haben sie auch uns besucht und weil sie auch nicht nur beim Italiener was drehen wollten, haben sie einen Raum an der Humboldt-Uni gesucht und haben sich ganz lobend über die Theologen ausgesprochen. Das waren die einzigen, die ihnen Raum abgetreten haben. Die hatten vorher bei einigen anderen Sektionen nachgefragt, da waren wir gerade alles irgendwelche Prüfungen oder was, die sagen, die völlig im Stress und waren nicht in der Lage, eventuell einen Raum abzuspielen. Und deshalb ist ein Teil dieses Videos hier.